herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen den vierten und auch letzten Teil unseres Endlosspiels im Sandkastenmodus. Ja, in den vorherigen Teilen haben wir unsere Stadt Olympia mächtig ausgebaut mit großen Wohngebieten, einem Wohngebiet der gehobenen Wohnungen. Wir produzieren jede Menge Güter und exportieren auch diese. Ja, und wir haben sämtliche Rivalen besiegt, die nun unsere Vasallen sind. Wir werden jetzt Olympia final zu einer Metropole ausbauen und wir schauen mal, wie viele Einwohner zum Schluss diese Stadt beherbergen wird. So, ja, dann bauen wir doch mal hier dieses Wohngebiet weiter aus. Wir parzellieren das jetzt mal hier komplett. Können hier ein Denkmal setzen. So. Oder in der Mitte. Können wir auch in die Mitte setzen, ne? Mitte geht nicht so richtig. Dann machen wir das so. Hier kommt dann das andere Denkmal hin. Und dann können wir auch schon den Wollhändler etablieren. Verschönerungen. Gut, so, die Agora kriegt noch ihre Säulen. So, und hier am Ausgang unserer Stadt bauen wir auch nochmal 2 Türme auf. Ja, und so schnell geht das hier. Es werden schon die Skulpturen aufgestellt für die Hochburg des Zeus. 20 Skulpturen brauchen wir. Ja, da können wir uns aber gerade mal welche einkaufen, ne? Nein, das war Export. Bei Tassos können wir Skulpturen einkaufen. 10 Stück. Ja, und ihr seht, man muss jetzt sukzessiv dann wieder irgendwelche Gewerbestätten bauen, obwohl wir viel zu viel produzieren, wie jetzt hier Wein. Aber wir müssen Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. So. Ein Zufriedenheitsdenkmal steht zur Verfügung, das ist schön. Ja, das ist das letzte Wohngebiet aus dem großen Stadtgebiet, was noch nicht entwickelt ist. Da können wir jetzt auch hier den Ölhändler noch aufbauen. Wir haben echt jede Menge hier an Gütern, die wir produzieren. So, wie sieht die Nahrungsmittelversorgung aus? In Ordnung. So, dann können wir hier auch wieder weitere Weizenfarmen bauen. Ja, wir haben genug Skulpturen. Das lassen wir jetzt mal mit dem Einkauf. Aber wir haben so viele Güter, wir können auch mal ein paar Geschenke machen, ne? Also hier Sparta ist ja verbittert. Kauf, Bronze und Marmor. Na gut, das sind jetzt die Sachen, die ich jetzt gerade selber nicht so viel habe zum Verschenken. Also Marmor. Ah doch. Na gut, komm. Mittleres Geschenk Marmor. Sonst kauft Olivenöl. Großes Geschenk Olivenöl. Aulis kauft Skulpturen. Gut, die brauche ich jetzt selber. Delos kauft Marmor. Den verschenke ich jetzt nicht. Milet kriegt Wein. Großes Geschenk Wein.
So, Elis kauft Holz. Ja, dann. Großes Geschenk Holz. Gut, ja, die anderen kriegen dann später nochmal was. So, hier diese Küstenlinie können wir noch erschließen. Dort können wir noch Fischerhäfen bauen. So, das kann hier alles weg. So, dann führen wir die Straße hier so an diesen Gärten vorbei. Das ist gar nicht schlecht. Ja. Okay. So, und hier können wir noch erweitern, dann geht der Weg nachher hier so entlang, den können wir schon mal bauen, damit wir hier den Loop bekommen. Ich glaube hier, doch hier passt noch was hin. So. So, man bedankt sich für die Geschenke. Gern geschehen. So, man kann hier die Sperre hin. Und einen Architekten bitte noch. Und hier sollte natürlich auch eine Sperre noch hin. Das könnte man jetzt eigentlich auch so bauen noch hier. So, Jahresanfang, Tribute stehen an, die wir soweit nehmen können. So, hier können wir jetzt auch noch die letzten Verschönerungen durchführen. Sie haben meinen lodernden Zorn heraufbeschworen. Talos wird Sie dafür bezahlen lassen. Oh je, Hephaistos hat Talos auf unsere Stadt gehetzt. Das Wesen aus Bronze. Oh, wo ist es? Ah, hier im Sumpfgebiet. Gut, ja, dann kriege ich jetzt meinen dritten Helden. Das finde ich sehr gut. Habe ich ja extra hier schon diesen Platz für die Heldenhalle bereitgestellt. Und wir brauchen Jason. Okay, gut. Dann einmal hier. Heldenhalle des Jasons. Was brauchen wir? Ja, 8 Pferde brauchen wir noch. Das ist eigentlich ganz einfach. Auf der Agora müssen wir einfach den Einkauf von Pferden stoppen. Ja, und warten, bis wir unsere 8 Pferde haben. Ansonsten haben wir ja alle Ressourcen für Jason. So, da ist Talos. Ach, ja, auch hier wird wieder alles niedergemetzelt an Arbeitern. Aber er zerstört wenigstens keine Bauwerke. Auf jeden Fall jetzt noch nicht. Ja, aber er bewegt sich hier nur in diesem Bereich. Das ist gut. Ja, und hier werden weiter noch Skulpturen benötigt. Ja, das dauert natürlich jetzt noch ein bisschen. Ja, 14% Arbeitslosigkeit haben wir. Das ist zu viel. Auch wenn das Heiligtum des Zeus gleich fertiggestellt ist. So, weitere Gießereien. Oh Gott, wie viel Bronze haben wir denn jetzt hier schon? Aber egal. Ja, und hier haben wir ja auch noch jede Menge Möglichkeiten, Münzereien zu bauen.
Das sollten wir mal tun. Da baue ich aber hier noch einen Architekten auf. So, und hier sind auch noch Fischerhäfen zerstört von der letzten Poseidon-Attacke. Wo ist Talos? Oh, da ist er. Hat sich doch nicht so auf dieses eine Gebiet beschränkt. Ja, aber er massakriert nur Menschen, die ihm begegnen. Da ein Architekt. Der nächste Architekt. Oh Gott, die Ärmsten. So, wie sieht es hier aus? 5 Pferde, das reicht noch nicht. So, und wir können noch ein paar Landarbeiterlager bauen hier. Noch ein paar Reben anbauen. So, mittlerweile haben wir 8 Pferde in den beiden Pferdehöfen. Wir können Jason rufen. Wunderbar. So, und dann können wir hier auf der Agora natürlich wieder die Pferde freigeben. Ja, und beim Heiligtum des Zeus sind die Skulpturen alle gesetzt worden. Die können wir jetzt auch wieder verkaufen. Ich bin Jason von Iolchos und gekommen, um Ihnen so gut ich kann zu helfen. Wunderbar, und da ist er auch schon, unser Held, und Tyrms liebt uns. Ja, das ist doch schön. So, wir bauen nochmal hier ein weiteres Warenlager. Ich glaube, hier können Rüstungen auch noch angenommen werden. Ja, und ich denke, das Heiligtum für Zeus ist bald fertiggestellt. So, da ist schon unser Held. Jason, machst aber erstmal auf dem Weg zur Heldenhalle. Das ist ja doch ein bisschen weiter weg. Und dann muss er wieder zurück zu Talos. Das dauert noch ein bisschen. Aber er ist ja hier weiter in seinem Sumpfgebiet. Warten wir auf die Fertigstellung des Heiligtums für Zeus. Da kommt das Holz. Ja, und jetzt fehlen nur noch die 4 Marmorplatten für den Altar. Jahresanfang. So, Tribute annehmen. So, da sind sie, die letzten Marmorplatten. Ja, und das Heiligtum ist fertiggestellt und auch in Betrieb. Zeus erscheint. Gut, dann können wir hier dieses Stückchen Weg wegnehmen und werden dann hier entsprechend das so bauen. Und wir haben ja auch noch die große Statue des Zeus. Die kann doch jetzt hier hin. Ja, so. Ja, das ist doch super. Dann bauen wir das so. Ja, das gefällt mir ganz gut.
Oh, habt ihr das gerade vernommen? Ja, ich habe jetzt gar nicht mitbekommen, dass Jason Talos entsprechend besiegt hat. Da sehen wir den Helden nach getaner Arbeit. Aber ich muss mein Heiligtum für Zeus verschönern. Das ist jetzt im Moment wichtiger. Ich weiß ja, dass unser Held das alles schafft. So. Ja, so kann es bleiben. Wunderbar. Damit haben wir das letzte Heiligtum in unserer Stadt errichten können. So, und Zeus hilft uns dann jetzt auch, wenn Poseidon uns wieder angreifen sollte. Ja, und ihr seht jede Menge Arbeitslose. Wir müssen halt immer jede Menge neue Gewerbestätten bauen. Ja, das haben wir jetzt auch noch mal ein bisschen runtergebracht. So, hier ist jetzt noch das Potenzial an Ausbau unserer Stadt. Diese beiden Wohngebiete müssen wir jetzt noch komplett entsprechend entwickeln. Das werden wir jetzt mal machen und mal schauen, wie viele Einwohner wir dann haben und wo wir noch Potenzial sehen, weitere Wohngebiete aufzubauen. Ja, jetzt seht ihr, die beiden kleineren Wohngebiete sind jetzt auch fast voll entwickelt. Hier in der Nähe der Silos ist die Attraktivität nicht so gut. Ja, und ihr könnt auch sehen, dass ich jetzt hier sämtliches fruchtbares Land vom Heiligtum der Demeter mit Weizenfarmen hier bebaut habe. Also hier geht jetzt nichts mehr. Wir verschönern das hier eben nochmal im Inneren, damit sich die Wohngebäude auch nochmal komplett hier entwickeln mit Fischteichen. So, und dann sehen wir auch, wie sich das weiterentwickelt hat. Das machen wir jetzt hier auch noch mal eben schnell, dann ist das einheitlich. So, und den Rest füllen wir mit der Parkanlage auf. Das ist auch kein Problem. Jo, und dann sieht das doch super aus. Dann haben wir hier das auch voll entwickelt. Ja, und ihr seht, ich habe überall auch nochmal Philosophenschulen und Schauspielschulen gebaut, damit wir wirklich jede Menge Philosophen und Schauspieler haben, die zu den Kulturstätten gehen. Hier seht ihr das auch. Das ist auch wichtig, weil sonst wir eine Rückentwicklung haben, wenn es zu wenig von diesen Unterhaltungskünstlern gibt. So, hier machen wir das jetzt auch. Ne, da wollte ich hier den Fischleich hinsetzen. So. Ja, das eine Gebäude hat sich nicht weiterentwickelt. Damit kann ich aber, glaube ich, leben. So, wenn wir nachher noch ein Denkmal bekommen, werden wir das hier noch hinsetzen. Sehr gut. Ja, was ihr hier seht, ist das Auffangen von zu vielen Menschen, die eine Arbeitsstätte brauchen. Ihr könnt mit den Kunsthandwerkergilden wirklich da die Arbeitslosenquote gut runterbringen. Die brauchen nämlich 25 Arbeiter pro Kunsthandwerkergilde. So, und dann kann man das hier mal so richtig voll machen mit diesen Kunsthandwerkergilden. Ja, und wenn wir wieder Arbeiter brauchen, kann man die nach und nach wieder abreißen. Ein guter Tipp, wenn man wirklich zu viel an Mitarbeitern hat, die eine Arbeitsstelle suchen. So, hier ist auch alles voll entwickelt und hier auch. Wir produzieren mehr als genug an Nahrungsmittel für über 20.000 Einwohner. Das werden wir wohl jetzt hier nicht mehr schaffen. Und wir werden jetzt mal gucken, wo wir noch Wohnungen aufbauen können, die wir auch schön hier in unser Stadtbild integrieren können. So, ich hatte ja gesagt, dass ich hier auch noch
Wohnung etablieren möchte. Dafür müssen wir das ein bisschen umarbeiten. Das muss hier weg, leider. So, weil dieser Architekt, den ich jetzt leider gelöscht habe, was aber vollkommen unnötig war, soll jetzt nur hier unser Stadion kontrollieren. Das müssen wir natürlich jetzt so ein bisschen dann entsprechend bauen. Das heißt, das muss hier weg, genauso, aber dieser Weg, der ja unser Rundweg bzw. Loop wird für das Wohngebiet, muss natürlich so bleiben. So, dann können wir jetzt hier noch schnell verkehrte Säulen. Noch schnell die Säulen hier rumbauen. So, dann kontrolliert der jetzt nur hier entsprechend den inneren Straßenkreis. Oh, wir können Trauben annehmen von Delos. 18 Körbe Trauben kriegen wir geschenkt. Ja, vielen Dank. So, und Aulis liebt uns. Ja, das ist schön. Wir brauchen eine Agora. Die kann hier hin oder so. Dann bauen wir sie so. Sperren. Die müssen wir natürlich jetzt so setzen, dass dieser Loop nicht unterbrochen wird. Also einmal hier, einmal hier. Und diese Sperre kommt weg. Das gleiche müssen wir natürlich hier machen. So, dann sollte das passen. Ne, das habe ich jetzt hier verkehrt gebaut. Jetzt ist die Trennung vollzogen vom inneren und äußeren Straßenkranz. Ja, auf der Agora schnell die Händler etablieren. Und wir brauchen einen Brunnen. Der kann hier hin. Ja. Gut, so, und dann brauchen wir noch das Steuerbüro. Das kommt hier hin. Und dann können wir jetzt hier ringsherum noch entsprechend Parzellen ausweisen. Gucken, was kriegen wir hier unter. Aber das geht nur so. Okay. Ja, das geht, das ist gut. Und das geht auch. Und hier geht es nur so. Naja, auch nicht schlecht. So, dann haben wir jetzt einmal hier mal den Kranz mit entsprechenden Parzellen. Dann machen wir hier noch ganz viele Gärten hin und Parkanlagen. So, und hier können noch Säulen hin. Ja, so kann das bleiben. Hier können wir auch noch mal einen Turm bauen, beziehungsweise 2 Türme. Ja, dann haben wir das jetzt hier auch entsprechend. Ja, und die Agora ist auch schon entsprechend mit Waren gefüllt. Sehr schön. Jetzt müssen wir mal gucken, ob sich das auch entsprechend so entwickelt. Kultur, es könnte sein, dass wir doch noch ein Gymnasium bauen sollten. Das müssen wir jetzt mal abwarten. Auch Milet liebt uns. Ja, wir haben jede Menge Geschenke ja nochmal verteilt an unsere verbündeten Vasallen und Kolonien, wobei wir nur eine Kolonie haben. So, Jahresanfang, wir können keine Tribute mehr annehmen. Auf jeden Fall keine Güter, wir können nur das Geld von Delos nehmen. So. Ja, es könnte auch sein, dass wir noch einen Brunnen brauchen. Das werden wir gleich sehen. Okay, gut. Ja, und ihr seht, hier die ganze Uferküste ist jetzt mit Fischereihäfen versehen. Hier nochmal ein Silo, das den ganzen Fisch aufnimmt. So, hier ist das letzte freie Gebiet, wo wir fruchtbares Land noch haben. Aber hier können wir noch die letzten Weizenfarmen bauen. Dann machen
machen wir das so, glaube ich, genau. Oh, eine Olivenpresse ist eingestürzt, das ist schlecht. Ja, jetzt sollte man auch noch mal gucken, ob es irgendwie Schwierigkeiten mit den Gefahren gibt. Oh ja, das sieht nicht gut aus. Ja, dann bauen wir noch mal ganz schnell hier einen Architekten auf. Nehmen aber hier die Sperre dann jetzt mal weg. Ja, Holz können wir jetzt nicht mehr gebrauchen. Milet, das lehnen wir ab. So, okay, da müssen wir auch wirklich aufpassen. Ja, das sieht nicht gut aus. Kommt jetzt mal hier ein Architekt irgendwann mal an. Ja, das sieht jetzt besser aus. Nee. Das bauen wir anders. So. Wenn man sie nur zu den baltischen Orgien eingeladen Ja, hätte, das sieht wo besser sein aus. Fest Dann kann hier wieder eine Olivenpresse hin. Moment mal, das ist Text aus der Frauenrolle. Verdammt! So, ihr seht, die Gebäude haben sich super entwickelt. Hier nicht, hier fehlt Wasser. Nein, Kultur. Ah, okay. Dann schauen wir mal, was fehlt denn hier? Ja, Philosophen gibt es hier nicht, Athleten gibt es hier nicht und Schauspieler gibt es hier nicht. Okay. Wettkämpfer auch nicht. Dachte, das wäre etwas besser hier. Okay, dann bauen wir hier noch ein Podium auf. So, und dann würde ich, ja, das ist nett, doch noch ein Gymnasium bauen wollen. Das kann dann hier hin, dann eben noch die Sperren hier anders setzen. So. Ja, jetzt entwickeln die sich auch weiter. Gut. So, der letzte Bereich, wo ich noch ein Wohngebiet aufbauen möchte, ist dieser hier. Das ist aber wirklich auch dann der letzte. Und dann würde ich tatsächlich jetzt hier die Straße mal rausbauen wollen. So, wir müssen hier irgendwie gucken, dass wir hier eine Verbindung hinbekommen. Ja, das kriegen wir hin. Oh, ein Zufriedenheitsdenkmal, wie schön. Ja, wir haben tatsächlich hier nochmal so ein richtig großes Wohngebiet in der traditionellen Bauweise einbauen können. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann parzellieren wir jetzt mal die Mitte. No. Der Jäger hat hier meine Parzellierung gestört. So, und dann können wir hier auch direkt Verschönerungen durchführen. So, auch hier die Agroa bestücken. Sehr gut, ja, dann können wir hier auch noch eine Allee setzen. Ne, hier kann eine Prachtstraße hin, oder? 1, 2, nee. Das habe ich jetzt so geplant, dass es jetzt hier Haus und dann Garten, dann kommt die Straße. Dann machen wir das jetzt so. Oh, wir kriegen Oliven von Aulis, nehmen wir an. Ja, im Moment ist wirklich
Alle lieben uns, weil wir so viele Geschenke machen. Auch Tirns liebt uns. So, das sieht ganz nett aus. Muss aber attraktiver werden. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Das kriegen wir aber hin. Ansonsten ist das ganz nett jetzt hier geworden. So, hier kann auch das eine Denkmal hin. Sehr schön. So, jetzt kommen hier die letzten Weizenfarmen hin. Na, da passt keine mehr hin. Dann kommt hier ein Architekt hin. Und eine Sperre. Gut, ja, mehr können wir jetzt hier auch nicht mehr bauen. Ich glaube nicht. Nein, hier ist jetzt... Ja, da könnte jetzt noch... Oh, schau an. Kommen wir denn mit der Straße hier raus? Schade. Kommen wir nicht raus. Ja, lassen wir das mal so. Dann kommen wir aber auch hier mit der... Nein, hier geht es nicht mit einer Straße, dass wir einen Loop bauen könnten. Und dann bauen wir hier nochmal das so. Dann kommt hier ein Architekt noch hin. No. Für 2 Weizenfarben so ein Aufwand, das bauen wir aber noch ein bisschen anders. Ne? Nehme ich so. So, und hier haben wir auch noch ein bisschen Land, was fruchtbar ist. Ich würde jetzt keine Oliven mehr hier entsprechend anbauen wollen. Ich glaube, Olivenöl produzieren wir genug oder wollen wir noch mal 2 Landarbeiterlager bauen? Ja, komm, dann bauen wir die hier auf. Mit einem Architekten. Verkommener Stümper, das hat mich verärgert. So, Apoll greift an, aber ich glaube, der Göttervater ist da und Athene ist auch da und Artemis. Da wird er, glaube ich, keine große Schnitte haben. Da ist nämlich auch schon Zeus. Ja, ich weiß, wir können nichts annehmen, außer Geld. Oh ja, da werden schon die Blitze geschossen. Oh, wir kriegen Wolle geschenkt von Tirns. Vielen Dank. Zeus bezwingt Apoll. Na ja, gut. Das hätte mich auch bis gewundert, wenn es anders gewesen wäre. Ja, vor feindlichen Göttern brauchen wir uns jetzt keine Gedanken mehr zu machen. Wir setzen noch ein paar Olivenbäume. So, wir können noch ein paar Käsereien bauen. Die passen nämlich hier ganz gut hin noch. Mal so 5 Stück. Mit einem Architekten. Und noch ein paar Ziegen. Ja, Sparta liebt uns. Alle lieben uns. Wir können nachher mal eine Runde Geschenke verteilen. So. Gut. Ja, dieses Wohngebiet parzellieren wir jetzt auch nochmal komplett. So, dann noch die Kultur. So, und hier würde ich auch noch mal Philosophenschule
und eine Schauspielschule bauen. Ein Königreich für einen Grill, auf dem ich meine Feinde rösten kann. So, und das sollten wir jetzt auch noch irgendwie so verschönern, dass sie sich auch maximal entwickeln. Wir haben ja auch noch andere Sachen, wie Heckenlabyrinthe, die wir hier setzen können. Oh, wir kriegen Weizen von Sparta geschenkt. Sehr schön. So, wir haben es so gut wie möglich jetzt hier mit Fischteichen verschönert. Alle Gebäude haben sich nicht entwickelt. Dann müsste ich hier noch entsprechend etwas verschieben, aber ich lasse das jetzt mal so. Okay, so, wie sieht's aus? 8% Arbeitslose. Ja, machen wir noch ein bisschen hier Käsereien. Ich würde jetzt gerne noch für dieses Wohngebiet hier die Wollversorgung sicherstellen. Hier ist nämlich keine Wolle drin und es dauert zu lange, bis wir... Oh, das trifft sich ja gut, dass Tirns uns Wolle schenken will. 12 Stränge Wolle, ja, nehmen wir an, vielen Dank. Oh, da haben wir hier welches wieder. Ja, wie gesagt, 3 große Wohngebiete, die sich aus diesem Warenlager mit Wolle bedienen. Das schafft dieses Lagerhaus und diese Wollsammelstellen nicht. So, und von da würde ich jetzt hier noch Wollsammelstellen bauen. Aber ich habe festgestellt, dass wir hier alles verbaut haben und unsere Hirten und auch dann unsere Schäfer diesen langen Weg gehen müssen, um hier zu ihrer Herde zu kommen. Das möchte ich auch verbessern, indem ich jetzt hier die beiden Käsereien abreiße. Dann können die nämlich diese Abkürzung hier nehmen. Das bauen wir mal so. Oh, wir kriegen Holz geschenkt, das lehnen wir ab. Wir haben genug Holz, das ist nett, Milet. So, und dann baue ich nämlich jetzt hier noch Wollsammelstellen auf. So, natürlich, diese Sackkassen brauchen... Oh, Moment, wir könnten das so bauen. Ja, dann haben wir einen Loop. Das ist gar nicht schlecht. Das gleiche machen wir hier. Dann nehmen wir nur die Olivenbäume hier weg. So. Die paar Olivenbäume können wir hier hinpflanzen. So, und dann bauen wir hier noch Architekten auf. Und auch nochmal Wollsammelstellen. Und wir haben hier noch 2 Käsereien gehabt, die wir abgerissen haben. Die können hier hin. So, und dann müssen wir natürlich erstmal die Schafe platzieren hier. Oh Gott, jeder schenkt uns was, aber wir haben genug. Danke, Sparta. So, jetzt können wir hier noch entsprechend die Tiere platzieren. So, das sind genug Schafe und noch ein paar Ziegen. Elis liebt uns. Oh, das ist auch sehr nett. Oh, ist aber jetzt echt allmählich voll hier. So, haben wir auch. Gut, dann bauen wir hier noch ein Warenlager hin. So, dieses Warenlager soll Olivenöl fordern und auch Wolle. 6 Einheiten jeweils.
So, und hier haben wir 12 Einheiten. Ja, holen. Okay, das könnten wir jetzt ändern, indem wir das jetzt wirklich nur annehmen lassen. Aber dafür komplett, weil wir jetzt hier Wolle auch produzieren. Sehr schön. So, wer möchte, kann an den Käsereien sitzen. So, damit sollte jetzt die Wollversorgung hier gesichert sein. Nahrungsmittel mache ich mir keine Gedanken und auch keine Gedanken mache ich mir, was die Olivenölproduktion betrifft. Da könnte man hier sogar nochmal Olivenpressen bauen. So, und das hier gefällt mir nun wirklich nicht. Da habe ich irgendwie wild Verschönerungen gebaut und die Gebäude haben sich trotzdem nicht richtig entwickelt. Und es sieht einfach doof aus und es gefällt mir überhaupt nicht. Deswegen muss ich das einmal komplett nochmal neu machen. Ich reiße alles ab. So, das muss ja alles weg. Das gefällt mir alles nicht. Nein, nein, nein. So, und jetzt werde ich erstmal hier eine Allee bauen. Ich weiß zwar nicht, warum ich das von Anfang an nicht gemacht habe, aber egal. Das wird hier ein bisschen schwierig werden. Ja, das können wir so bauen, ja. Das bauen wir so. So, ja, das geht. Und gut, dann können wir hier das Podium bauen. Wir bauen jetzt hier nochmal Schauspielschule und Philosophenschule. Ja, das weiß ich. Und dann können wir hier die Wohnhäuser platzieren. Was kriegen wir denn hier unter? Okay. Geht das hier? Oh, so geht es aber. So. Kriegen wir hier noch eine Allee hin? Das wäre super. Warum geht das nicht? Weil hier eine Allee ist, ne? Ja. So, funktioniert doch. So, und dann können wir das hier auch noch. Delos schenkt Trauben, lehnen wir auch ab. So, dann kommen die restlichen Häuser hier hin. So, das gefällt mir jetzt besser. Und jetzt können wir die Verschönerung bauen. So, dann bauen wir einmal hier Parkanlagen drumherum. So, den einen Turm können wir auch wieder bauen. Ja, so gefällt mir das besser. Dann können wir hier nämlich noch weitere Verschönerungen bauen. Ja, und ihr seht, das ist jetzt wirklich gut. Jetzt können unsere Hirten und auch unsere Schäfer hier diesen Weg gehen. Das war eine gute Idee. Ja, wir brauchen 131 Arbeiter. Aber das wird sich ja gleich ändern, wenn sich das hier entsprechend weiterentwickelt. Wir können das Lohnniveau nochmal schnell auf hoch stellen. So, jetzt können erstmal hier die Parzellen besiedelt werden. Und dann schauen wir mal, wie viel Einwohner Olympia dann hat. Ja, hier könnt ihr jetzt nochmal sehen, dass es ganz wichtig war, dass wir jetzt unsere Wollproduktion hier verbessern. Hier ist keine Wolle im Wohngebiet, aber da ist jetzt in dem Warenlager Wolle und hier ist jetzt auch jede Menge Wolle.
Also ich denke mal, das wird sich jetzt bald hier entsprechend verbessern. So, und das sieht jetzt hier auch wesentlich besser aus. Hier müssen wir allerdings jetzt doch noch weitere Verschönerungen machen. Wir haben noch ein Denkmal. Ja, ich weiß, das wird sich jetzt bald ändern. Das Denkmal könnte man hier hinsetzen. So. Ja, das sieht gut aus. So, dieses Haus kriegt kein Wasser. Warum? Mal beobachten. So, und da sind sie. Ah, da ist eine kleine Kreuzung. Ja, jetzt gehen sie aber da entlang. Nein, ich möchte kein Wein. Danke. Okay, das sieht gut aus. Ah, die gehen dann da wieder zurück. Okay, ja, dann bauen wir auch noch einen Brunnen hin. So, dann hier noch ein paar Verschönerungen. Ja, hier würde ich jetzt gerne noch ein Denkmal setzen, wenn ich eins kriege. Gucken wir mal. Hier kann auf jeden Fall ein Blumengarten hin. Ja, also das sieht auf jeden Fall besser aus, oder? So, Wolle ist in beiden Warenlagern vorrätig. Das ist gut. Da wandern auch schon die nächsten Bürger ein. Ja, wir warten jetzt, dass alle Gebäude auch voll besetzt sind. Hier fehlen noch 8 Einwohner. Hier fehlen 36. Also hier kann noch jede Menge Bürger einwandern. Und dann schauen wir mal, wie viele Einwohner jetzt tatsächlich Olympia dann hat. Ja, wir haben bereits über 18.500 Einwohner in Olympia und es wandern immer noch Menschen ein. Ich bin mal gespannt, ob wir die 19.000 Einwohner noch knacken können. Ansonsten würde ich vielleicht doch noch eine kleine Siedlung gründen wollen. Also die 19.000, die reizen mich ja schon. So als Abschluss dieses Endlosspiels. Ja, mittlerweile haben wir kein Problem mehr mit Wolle hier bei diesen 3 großen Wohngebieten. Da produzieren wir jetzt mehr als genug. Nahrungsmittel reichen auch und Olivenöl auch. Brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Hier sieht auch alles sehr gut aus. Genauso wie hier bei diesen 2 Wohngebieten. Ja, die einzige Möglichkeit, noch ein kleines Wohngebiet zu etablieren, wäre hier. Da würde ich dann mal versuchen, es so zu bauen. So, ja. Wie würden wir das bauen? Wir brauchen wirklich nicht viel mehr. Wir brauchen auf jeden Fall eine Agora. Die könnte hier hin, oder? So. Würde ich hier eine Sperre setzen.
Und dann bräuchten wir einen Lebensmittelhändler, einen Wollhändler und einen Ölhändler. Die Frage ist, ob die sich aus diesen Warenlagern und Silos bedienen können. Gut, und dann... Oh, ein Zufriedenheitsdenkmal steht zur Verfügung, das ist schön. Dann würden wir das einfach mal hier so weit parzellieren. So, ja. Hier würde ich allerdings auch eine Sperre setzen. Und dann, ja, brauchen wir jetzt hier einen Loop? Bräuchten wir eigentlich nicht. Allerdings bräuchten wir ein Gymnasium, ein Podium und ein Theater und Delos liebt uns. Das ist nett. So, das Theater passt nicht. Doch, passt hier hin, ne? Ja. Sehr schön. Wir brauchen noch den oder das Steuerbüro. Das kann hier hin. Und wir brauchen einen Architekten. Der kann hier hin. Quatsch. So, hier hin. Und die... Na. So. Und die Klinik passt nämlich hier hin. Oh. Das ist doch gut, oder? Verschönerungen. Wenn wir jetzt auf die Agora klicken, sehen wir Nahrung zu weit weg, Wolle zu weit weg und Olivenöl auch. Das ist schade, aber nicht das Problem, weil wir können auch noch hier ein Versorgungszentrum bauen. Wir brauchen eigentlich nur ein Silo und ein Warenlager. Und dieses Warenlager holt Olivenöl und holt Wolle. Jeweils immer 6 Einheiten. So, und das Silo hier kann jetzt mal Fisch fordern. Weil wir haben ja hier das Silo mit Fisch. Gut, und dann sollte das eigentlich funktionieren. Auf jeden Fall wandern hier schon unsere Bürger ein. So, Arbeitsmarkt sieht auch ganz gut aus. So, da kommt schon Weizen für unser Silo, das ist gut. So, und wir hatten ja noch ein Zufriedenheitsdenkmal. Das würde ich jetzt gerne noch hier hinbauen. Und dann ist das nämlich auch hier sehr schön symmetrisch. Noch schnell einen Blumengarten hier hinsetzen. Wunderbar. Na komm, wir bauen doch noch ein Warenlager. Wir trennen das doch ein bisschen auf. So, hier kann Olivenöl geholt werden. Und dieses hier wird sich nur um Wolle kümmern. Ja, und wir haben die 19.000 Einwohner-Marke geknackt. Allerdings, um zum Abschluss zu kommen, möchte ich gerne diese Wohngebäude natürlich auch noch maximal entwickeln lassen. Das sollte eigentlich kein großes Problem sein. Wir warten jetzt nur auf Olivenöl und auf Wolle. So, mit allerlei Verschönerungen haben wir es dann geschafft, und diese Wohngebäude des letzten kleinen Wohngebietes auch noch maximal zu entwickeln, außer diese beiden Gebäude. Aber
Das lassen wir jetzt mal so. Ja, und wir haben über 19.000 Einwohner, genau genommen 19.204 Einwohner in Olympia. Ja, Zeit jetzt tatsächlich Olympia zu verlassen. Bevor wir das aber machen, schauen wir uns diese Stadt nochmal in Ruhe an. Unsere Stadtentwicklung begann mit diesen beiden Wohngebieten, wo wir in der Mitte dann das Heiligtum der Artemis gebaut haben. Ja, wir produzieren jede Menge Weizen, um unsere Bürger hier zu ernähren, haben deswegen auch das Heiligtum der Demeter hier errichtet, umringt von jeder Menge Weizenfarmen. Und dann haben wir noch hier diese zwei kleineren Wohngebiete, die das Heiligtum der Demeter flankieren. Wir haben Olympia dann weiterentwickelt und zwar nochmal 2 Wohngebiete, genau wie die ersten beiden. Ja, haben dann hier das Heiligtum der Athene errichtet. Ja, dementsprechend haben wir natürlich hier unsere große Olivenölproduktion. Natürlich brauchen wir auch ein Wohngebiet der gehobenen Wohnung, welches wir hier errichtet haben. Hier auch nochmal das fruchtbare Land genutzt, um Weizenfarmen zu bauen. Oh, wir kriegen Wolle geschenkt. Das ist nett, Dankeschön. Ja, haben hier das Versorgungszentrum für dieses Wohngebiet. Ja, an unserem einzigen Gewässer, diesem See hier, haben wir unsere Tririmen, unsere Piere der Handelspartner und natürlich jede Menge Fischereihäfen. Hier ist unser großes Gewerbegebiet, wo wir die Ressource Marmor und Kupfer abbauen. Ja, und die Bronze, die wir herstellen, dann zu Rüstungen und zu Skulpturen entsprechend fertigen. Und hier haben wir auch die ganzen Handelsposten der Landrouten. Wir produzieren hier auch jede Menge Wolle, Käse und auch Trauben. Ja, und hier habe ich sogar noch eine kleine Olivenanpflanzung gemacht, damit wir noch mehr Oliven produzieren können. Ja, ganz zum Schluss haben wir nochmal hier ein großes Wohngebiet neben diesen 2 anderen Wohngebieten aufgebaut. Wir mussten dafür die Wollproduktion noch ein bisschen erhöhen. Nahrungsmittel und Olivenöl produzieren wir hier in Massen. Ja, und wir haben hier für die gehobenen Wohnungen natürlich das Stadion gebaut und das ist auch nochmal umgeben von Wohnhäusern mit den entsprechenden Dienstleistungen und natürlich auch der Agroa. Als viertes und letztes Heiligtum haben wir die Hochburg des Zeus errichtet, ja, und haben dann ganz zum Schluss hier nochmal ein kleines Wohngebiet aufgebaut, weil wir die 19.000 Einwohner erreichen wollten. Mittlerweile haben wir schon fast 19.800 Einwohner. Ja, und um die ganzen Arbeitslosen eine Arbeit zu geben, habe ich hier überall Kunsthandwerkergilden gebaut, die mit 25 Arbeiter pro Kunsthandwerkergilde natürlich jede Menge Arbeiter brauchen. Ja, und während des Aufbaus von Olympia mussten wir 3 Helden rufen, Theseus, Achill und Jason. Ja, da wir uns um einige Ungeheuer kümmern mussten, nämlich Talos und die Mänaden. Ja, und Theseus musste das goldene Vlies besorgen. Ja, ich glaube, ich habe nichts ausgelassen und wir verlassen nun Olympia. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, diese großartige Stadt hier zusammen aufzubauen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns zu einem nächsten Let's Play wiedersehen. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.